Willkommen zum vierten Teil der Videotutorial-Serie über die Verformung im Zustand 2 mit Sophistik. Nachdem wir uns im vorherigen Video die nichtlineare Rissanalyse basierend auf der errechneten Bewährung eines Bemessungslastfalls angesehen haben, schauen wir uns diesmal die Situation an, wenn wir es mit einer bereits bestehenden Decke zu tun haben und diese nachrechnen müssen. In einem solchen Fall wollen wir die vorhandene Bewährung eingeben und die Software darf diese Werte nicht mehr verändern. Der Lösungsweg geht wieder über die Sophistik Gruppennummern. Diese Decke ist der Gruppe 100 zugeordnet und im Task Bemessungsparameter hatten wir die Mindestbewährung definiert und darauf aufbauend die erforderliche Bewährung berechnen lassen. Diesmal wollen wir die Bewährung aber nicht errechnen lassen, sondern vorgeben. Auch dafür werden wir den Task-Bemessungsparameter verwenden, das zeige ich Ihnen gleich. In der Regel liegt aber nicht nur ein Deckenbereich mit konstant vorhandener Bewährung vor, sondern zumindest über den Stützen gibt es meistens höher bewährte Bereiche. Um diese Bereiche zu erfassen, können wir Sophistik-Attributflächen auf der Decke definieren. Diesen Attributflächen weisen wir dann eine oder mehrere neue Gruppennummern zu. Und im Task-Bemessungsparameter können wir dann definieren, welche Bewährung je Gruppe vorliegt. In diesem Beispiel gehen wir davon aus, dass die gesamte Decke mit 5,03 Quadratzentimeter pro Meter bewährt ist. Das kann beispielsweise eine Mattenbewährung mit Zulagen sein. Und über den Stützen soll jeweils im Bereich von 1 mal 1 Meter durch höhere Zulagen ein Bewährungsgehalt von 10,05 Quadratzentimeter pro Meter angeordnet sein. Diese Bereiche werde ich nun mit Attributflächen kennzeichnen. Dafür schaue ich von oben auf die Decke und definiere die Flächen über Berechnung, Schale, Schale nach Begrenzung. Ich wähle hier Linie aus und bewege mich von einem Mittelpunkt, hier 50 Zentimeter nach links, dann 50 Zentimeter nach unten, 1 Meter nach rechts, 1 Meter nach oben, wieder 1 Meter nach links und schließen. Die Attributfläche wird mit dem grünen Haken bestätigt. Jetzt gehe ich in die Revit-Eigenschaften und setze hier das Häkchen bei Sophistic Attribute Area. Damit sehen wir in den Sophistic-Struktureigenschaften, dass hier jetzt ebenfalls Attributfläche steht. Und an der Stelle vergeben wir jetzt eine neue Gruppennummer. Das soll die Gruppe 150 sein. Hier bei Name könnten wir zur besseren Orientierung auch noch einen Namen vergeben, zum Beispiel Attributfläche, Achse, was ist das, B2. Das spare ich mir hier mal. Die Dicke setzen wir auf die gleiche Dicke der Deckenplatte, nämlich 25 Zentimeter. Das bedeutet, die Attributfläche addiert sich also nicht, sondern sie ersetzt die ursprüngliche Decke in dem Bereich. Damit tauchen die Werte jetzt auch hier oben in den Revit-Eigenschaften auf. Das Material wähle ich genauso wie bei der Hauptdecke. Das war Ortbeton C30 und
Die Tragwerksverwendung setze ich auf Platte. Die Attributfläche ist fertig definiert und jetzt kann ich sie noch auf die anderen Stützen kopieren. Also kopieren von hier nach da und so weiter. Hierhin. Und fertig. Damit ist unsere Arbeit hier getan. Wir rechnen das System und gehen dann wieder in den SSD zurück über Sophisticated Analysis SSD und da sind wir wieder in unserem Projekt, in dem wir schon die ersten 3 Videoteile bearbeitet haben. Bevor wir weitermachen, will ich noch eine kleine Ergänzung hier im Task der modifizierten Steifigkeit vornehmen. Damals hatten wir ja für die vereinfachte lineare Analyse die Steifigkeit der Deckenplatte auf 0,5 gesetzt. Jetzt besteht die Decke aber nicht mehr nur aus Gruppe 100, sondern Gruppe 150 ist hinzugekommen. Daher will ich die 150 hier ergänzen, damit alles seine Richtigkeit hat. Ich lasse die Gruppe noch einmal durchrechnen, damit wir dann auf dem aktuellen Stand sind. Wir machen also weiter hier an dieser Stelle. Die Gruppenbezeichnung, benutzerdefinierte Bewährungsvorgabe erstellen, hatte ich ja schon beim letzten Mal angelegt. Wir müssen jetzt also die vorliegenden HS-Werte den Gruppen 100 und 150 zuweisen. Das geht wieder über den Task Bemessungsparameter. Ich zeige Ihnen nochmal, wie der Task grafisch aussieht. Das war ja dieses Fenster. Bei der manuellen Definition der Bewährungsanordnung und Menge für die benutzerdefinierte Bewährungsverteilung muss die gewünschte Menge sowohl hier als minimaler als auch als maximaler Bewährungswert angegeben werden. Dadurch wird der Software signalisiert, dass diese Menge fest ist und verhindert, dass die Bewährung während der Bemessung automatisch angepasst wird. Ich hatte bereits erwähnt, dass dieser grafische Task nur einmal im Projektbaum enthalten sein kann. Daher waren wir auf die Texteingabe umgestiegen und das machen wir jetzt auch wieder. Ich schließe das hier also und lege hier einen neuen Text-Task an und diesen nenne ich auch wieder um. Und zwar soll das heißen, Bemessungsparameter benutzerdefinierte Bewährungsverteilung. Per Doppelklick öffnen und damit es schneller geht, habe ich die Eingabe bereits vorliegen und kopiere sie hier herein. Wenn Sie die vorhergehenden Videos gesehen haben, wird Ihnen das alles sehr vertraut vorkommen. Der Unterschied zu dem bisherigen beginnt hier. Wir sagen nun also, die Parameter für die Gruppe 100 sollen wie folgt aussehen. Durchmesser 8, oben, unten in der Haupt- und Querrichtung. Und jetzt minimaler Bewährungsgehalt soll gleich dem maximalen Bewährungsgehalt sein, nämlich 5,03 Quadratzentimeter pro Meter.
und dann analog für die Gruppe 150, Durchmesser 8, aber hier minimal gleich maximal gleich 10,05 Quadratzentimeter pro Meter. Das war's schon. Wir haben die vorhandene Bewährung jetzt definiert. Es fehlt uns aber noch der abgespeicherte Bemessungslastfall, auf den wir bei der nichtlinearen Analyse später aufsetzen können. Hier behelfen wir uns mit einem Trick, und zwar erstellen wir mit dem Task Ergebnisse kombinieren eine neue Dummy-Kombination von Ergebnissen, die einer sehr geringen Belastung entspricht. Also hier Task einfügen, Ergebnisse kombinieren. Das nennen wir natürlich in Ergebniskombi für benutzerdefinierte Bewährungsverteilung. Und hier legen wir jetzt die Dummy-Kombination mit der Nummer 9999 an. Der Typ ist die GZT-Grundkombination. Auch hier können wir eine Bezeichnung hinzufügen, also Dummy für benutzerdefinierte Bewährung. Und jetzt faktorisieren wir die Ergebnisse des Lastfalls Eigengewicht mit einem sehr kleinen Faktor, zum Beispiel 0,01. Okay, und rechnen. Jetzt können wir mit dieser Dummy-Kombination eine GZT-Bemessung durchführen. Also Task einfügen, Bemessung, GZT, Flächenelemente, und auch das nennen wir natürlich wieder in Bemessung GZT Flächenelemente generiert benutzerdefinierte Bewährungsverteilung. Mit einem Doppelklick öffnen und hier taucht unsere Dummy-Kombination jetzt auf und ist auch aktiviert. Hier oben tragen wir jetzt den Bemessungsfall ein, auf den wir dann später aufsetzen können. Ich nenne das Lastfall 99 und die Bewährung darf nicht verändert werden und dafür deaktiviere ich hier die Durchstandsnachweise. Gut, okay und rechnen. Jetzt überprüfen wir, ob die vorhandene Bewährung wie gewünscht im Bemessungslastfall 99 abgespeichert wurde. Dazu dupliziere ich den WinGraph-Task von hier oben, schiebe ihn an die richtige Stelle und gebe ihm eine neue Bezeichnung. Das soll heißen interaktive Grafiken Lastfall 99 benutzerdefinierte Bewährungsverteilung. Jetzt lasse ich die Gruppe einmal rechnen und öffne dann den WinGraph. Hier müssen wir jetzt noch die Darstellung der Lastfälle korrekt einstellen. Also haben wir hier Hauptbewährung oben erste Lage, Lastfall 99 wollen wir sehen. Dann hier Querbewährung oben, Lastfall 99. Dann gehen wir auf die zweite Seite, Hauptbewährung unten, Lastfall 99.
und Querbewährung auch Lastfall 99. Gehen wir auf die erste Seite zurück. Vielleicht ändern wir hier die Darstellung auf Höhenfläche und für die Querbewährung ebenfalls Höhenfläche. Ja, dann sehen wir das, was wir sehen wollten. Also wir haben hier die Oberbewährung in der Längsrichtung, hier die Oberbewährung in der Querrichtung und im normalen Bereich, also hier in Blau zu sehen, haben wir 5,03 Quadratzentimeter pro Meter. Und an den Stützbereichen, das sind ja unsere Attributflächen, da haben wir in Rot dargestellt 10,05 Quadratzentimeter pro Meter. Ja, schauen wir auch noch auf die untere Bewährung und stellen auch hier dann noch die Darstellungsart um auf Fläche. Fehlt diese Querrichtung noch. Dann haben wir das hier also auch und wir sehen die gleichen Werte. Das ist ja auch das, was wir so eingestellt haben und erwartet haben. Super, also speichern und schließen und hier einmal bestätigen. Somit haben wir die benutzerdefinierte Bewährungsvorgabe angelegt und können nun wieder die nichtlineare Rissanalyse durchführen. Wir brauchen also eine neue Gruppe. Ich nenne die Gruppe nichtlineare Rissanalyse mit Eingabelastfall 99. Der besseren Übersicht halber dupliziere ich den gerade angelegten WinGraph und schiebe ihn hier an den Anfang der Gruppe. Das Kopie von lösche ich mal wieder raus. Und jetzt geht es wieder weiter mit der Lastenkombination, also Task einfügen. Hier bitte wieder aufpassen, wir wollen keine Ergebnisse, sondern Lasten für die nichtlineare Berechnung kombinieren, also Lasten kombinieren. Okay, und diesen Task will ich auch wieder umbenennen. Das soll heißen Lastenkombi für gerissene Analyse GZG basierend auf Lastfall 99. Wir öffnen den Task und legen eine neue Lastfallkombination an. Sie bekommt die Nummer 3600. Der Typ ist GZG quasi ständige Kombination. Als Bezeichnung ergänze ich GZG gerissen basierend auf Lastfall 99 und die Faktoren sollen 1,0 mal G und 0,3 mal Q lauten. Okay und rechnen. Jetzt stellen wir die Bemessungsparameter wieder auf die Standardwerte zurück. Das kennen Sie bereits aus den vorhergehenden Videos. Ich dupliziere also den Task, schiebe ihn herunter, dann Kopie von, wieder löschen, öffnen, Urs, löschen, schließen und einmal rechnen. Bleibt noch die nichtlineare Berechnung im GZG, also Task einfügen,
nichtlineare Berechnung im GZG, Flächenelemente, dann umbenennen. Das soll heißen nichtlineare Analyse GZG basierend auf Lastfall 99. Ich öffne den Task. Es taucht auf unser Lastfall 3600. Der soll aktiv sein. Wir verwenden jetzt natürlich die Bewährungsverteilung aus Lastfall 99 und wir wollen speichern im Lastfall 36. Den Rest zu den Einstellungen hier unten habe ich im vorherigen Video ausführlich erläutert. Also OK und rechnen. Werfen wir jetzt einen Blick auf die Ergebnisse. Dafür dupliziere ich den entsprechenden Task aus dem vorherigen, aus dem letzten Video und ich will ihn natürlich hier umbenennen, weil das ist ja dann die gerissene Deckenverformung GZG basierend aus Lastfall 99. Öffnen und wir stellen ein den Lastfall 3600 und sehen auch hier entsprechend jetzt dann eine Verformung, die an dieser Stelle maximal 14,505 mm beträgt. Super, das speichern wir und schließen wir wieder. Dann fehlt jetzt nur noch die Kontrolle, ob die Bewährung unverändert geblieben ist. Das muss ja der Fall sein, schließlich rechnen wir eine Bestandsdecke nach. Ich dupliziere dafür den Task, den wir vorhin für Lastfall 99 erzeugt haben und schiebe ihn ans Ende. Ich werde ihn umbenennen. Das soll heißen interaktive Grafiken Lastfall 36 GZG Bewährung aus gerissener Bemessung. Jetzt öffne ich ihn. Wir sehen hier noch das Ergebnis von Lastfall 99. Da unten kann man es lesen. Jetzt stelle ich um auf den Lastfall 36. Und wie erwartet bleibt die Bewährung unverändert. Hier auch 36, also genau, was wir erwartet haben. 36 und 36. Super, dann auch das wieder schließen, speichern und schließen. Gut, das war also die Vorgehensweise, wenn wir es mit einer bestehenden Decke zu tun haben und diese im Zustand 2 nachrechnen wollen. Ich möchte nochmal darauf verweisen, dass die Videos dieser Serie diesem offiziellen Sophistic Tutorial folgen und Sie hier die Projektdaten im AutoCAD und Revit-Format zum Download wiederfinden. Viel Spaß beim selber ausprobieren. Ich verabschiede mich und sage bis zum nächsten Mal.